have a special thing to do. You know, this wiki has 25 years. It's not going. And yeah, I had one of those in the 60s when I was a pretty young guy. And now we tried to get them going, but there's nothing. It makes no sound, nothing. Also nochmal für die deutschen Freunde. Vor so vielen Jahren habe ich mal als 12-Jähriger oder 13-Jähriger so eine Maschine gehabt, eine Wiki 2. Und ich hätte die gerne gehabt, aber jetzt gehört sie jemand anderes. Aber ich soll sie mal zum Laufen bringen. 25 Jahre nicht gelaufen, wollen wir mal sehen, ob wir Dabei sieht sie noch wunderbar aus, ist original, absolut, nicht mal irgendwie poliert oder gelackiert, alles im Originalzustand belassen. Aber sie sprang einfach nicht an, ums Verrecken. This is absolutely original. This bike is from 54 or 55, and could not start because it was 25 years in the Keller Room. Klar, man nimmt erstmal die Vergaser auseinander und schaut mal, was ist da los mit den Düsen? Hakt der Schwimmer oder ist die Schwimmernadeldüse verstopft und verdreckt? Das alles müssen wir natürlich jetzt erstmal sehen. Aber das ist bei diesem Ding ein totaler Fummelkram, diesen Vergaser da rein und raus zu kriegen. Und ich filme gleichzeitig und arbeite gleichzeitig. Das sieht manchmal ein bisschen lustig aus. Yeah, first of all, we have to take off the float bowl and see how what's going on in there. Maybe most of the time there's a lot of dirt in the swimmer room and also in the main jet. That is the big problem. But we have all those parts to clean it and to grind it a little bit. That makes it really fun. The clutch engine is going, wow! The clutch is slipping. Ihr habt das gehört, die Kupplung rutscht und dann muss man natürlich erstmal den Kupplungsdeckel abnehmen, um zu sehen, was ist da unter der Kupplung los. Und da haben wir damals von unserer Zeit als Jugendliche natürlich einen Haufen Tricks, sowas ohne großartig neue Lamellen kaufen zu müssen, wieder zu reparieren. Das ist klar, dann nimmt man erstmal den Deckel ab und schaut, was ist da los? Ist da genug Druck? Wenn die Federn so viele Jahre, seit 1954 oder 55 im Keller standen, dann ist ja klar, der Druck ist weg. Und da gibt es einen ganz simplen, einfachen Trick, den erkläre ich euch gleich. There's a little trick, when the when the clutch is slipping, so there has not enough pressure in the springs, in the clutch springs. So we put some little things under it. You know, we have that always sorted out in my workshop. And see, we put these little plates under the screws, and that gives more pressure to the valve springs. I mean the clutch springs, and so then we get a little bit more pressure. Ja, das hat funktioniert. Wir haben die Scheiben untergepackt und jetzt haben wir also ein wenig mehr Druck auf die Kupplungsfedern, damit die Kupplung nicht mehr rutscht, wenn wir gleich mal einen Probestart machen werden. Und das macht mich natürlich neugierig. Fummeln wir erstmal den Deckel rein, machen ihn erstmal mit 2 Schrauben fest und dödeln erstmal wieder den Vergaser rein. To get the carburetor in there is a lot of work, and you have to find, first time you have to find out all the parts falling down, but we have it on a little magneto, and then we take out the main jet and see what the jet is. And most of the time, when the bike is standing so many years, is oxidation. You know, the brass gets oxygen and then makes the jet very small. So that's why the bike isn't start. And so wir haben das rausgefunden. Die Düse, die Hauptdüse ist oxidiert, weil das ja so ein komisches Messing-Kupferzeug ist. Klar, erstmal richtig alles auspusten, aber dann müssen wir mit einer kleinen Reibahle, die ich noch von früher habe, von meinen Rennmotoren, wenn die Teillastdüse so ein bisschen zu klein war, dann hat man die aufgerieben. Das ist eine Dreikant-Reibahle. Damit kann man also individuell die Düse auch wieder richtig flott bekommen, weil das alles oxidiert ist drin. Yeah, the oxygen in the main jet makes the jet twice as much smaller, and that's why the bike is just starting and stop. So, and that's why we try now to make it a little bit bigger. You can see a little hole is to see. The oxygen was the problem also in the main jet. That's why we take another
thing to grind it out a bit, you know, to make sure there's no oxygen shit inside. So, wir haben jetzt alle Oxidation rausgenommen mit einem etwas größeren Bohrer in dem Vorraum der Hauptdüse und jetzt wollen wir das Ganze mal wieder komplettieren, einbauen schön, nochmal schön auspusten und dann werden wir sehen, ob der Motor dann anspringt. Yeah, we try hard as we can to get everything cleaned out and grind that little jet. And now we put it back into the bike. It is a little 50cc bike with 1.7 horsepower, which is not too slow. It's allowed 40 km. And normally they're going 50, 60 km fast, which is, not big tuning on it, just to make sure everything runs inside. So, das ist ein böser Fummelkram, diesen kleinen Vergaser, weil dieser Rahmen, das ist so ein komischer Blechrahmen. Man sieht, der Schok geht hoch, der wird mit dem Gasschieber mit hochgezogen und alles funktioniert wunderbar. Gasdruck haben wir natürlich auch vorher geölt, damit er schön leicht geht. Und jetzt geht die Fummelei da rein, aber wir haben das alles gut reinbekommen. And now we have to put a little oil into the engine because the clutch is running on oil. And that's what we take a little oil can and put that one in, which is very important, you know, when you do the first start and with a dry clutch, maybe the burned off, and that's not so funny then afterwards. So, yeah, tighten up the last screws. Also jetzt nochmal den Deckel schön, die Schrauben, die wir lose angetan haben. Hier sehen wir den Überlauf, genau da muss das Öl dann wieder rauskommen. Jetzt befestigen wir nochmal schön die Schrauben und sind natürlich ganz neugierig auf den ersten Start. Was macht jetzt die Maschine, die so viele Jahre im Keller stand und ja schon gar nicht mehr ansprang? Kriegen wir sie zum Laufen. Also, den größten Dreck haben wir schon mal rausgeholt aus dem Vergaser und das ist auch ganz wichtig, dass erstmal der Durchfluss da ist. Wollen wir mal sehen, ob sie läuft. Das hat mich nicht überzeugt. Das klang nach irgendetwas Verstopften oder nach Möglichkeit, vielleicht sogar falsche Luft. Aber erstmal gucken wir uns doch mal die Schwimmernadel an, beziehungsweise die Einlassschwimmernadel. Die hat manchmal auch nochmal so ein kleines Zusatzsieb drin. Das sehen wir hier. Das habe ich jetzt da rausgekühlt. Und machen wir dann auch nochmal sauber. Ja, dann fummeln wir alles nochmal wieder rein, um sicher zu sein, dass also praktisch alles gut montiert ist. Und dann wollen wir jetzt mal versuchen, was jetzt passiert. Ob er jetzt endlich vernünftig läuft. Nach Spezialvergaser-Tuning. Ah, schon besser, aber immer noch nicht zufrieden. Ich habe den Verdacht, dass die Klemmschelle am Vergaser auf dem Ansaugstutzen nicht mehr genug zupackt, weil da oben schon kein Schlitz mehr war. Und das ist ein alter Trick von uns, das haben wir natürlich gelernt, schon frühester Jugend. Und da den Schlitz zu verbreitern, dass sich nach Möglichkeit wieder, der Vergaser richtig um den Ansaugstutzen rumschließt und keine falsche Luft reinlässt. Ja, und natürlich zusätzlich nochmal ein O-Ring reingelegt, damit die Verbindung zwischen Ansaugstutzen und Vergaser absolut keine falsche Luft mehr zulässt. Und dann sind wir auf der sicheren Seite, dass keine falsche Luft kommt. I thought it is wrong air and that was right. So that's why we try next time. And it runs! The bike goes like hell! Oh yeah, I must love myself. You know, doing some little wheelies. Bike has full of power, but it makes a lot of noise and smelling, you know, because we put too much oil into the gas. So it makes them a little bit more fat, but it doesn't seize up then so quick.
So, und der Apparat hat sogar Standgas. Ja, da wird Ole sich natürlich freuen. Das ist nämlich unser, ja, Ole, dem gehört das Teil. Mit Standgas. EMR Marketing und Promotion.